am Ende dem TÜV die Möglichkeit geben soll, einen Stempel draufzulegen auf das System und zu sagen, okay, dieses System ist in der Lage, das Fahrzeug autonom zu fahren. Ja, seit 10 Jahren mal wieder in so einem Hörsaal. Zumindest bei mir sind es 10 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir war. 10 Jahre nicht ganz. Ich schätze mal so 3, 4 Jahre ungefähr. Das ist eigentlich ganz passend, denn ich wollte mich heute mal mit dir darüber unterhalten, warum du eigentlich ausgerechnet zu BTC Embedded Systems gekommen bist. Obwohl du ja sicherlich als Informatiker viele Möglichkeiten hattest, auch hier in der Region, und sicherlich auch einige Angebote hattest du immer erzählt. Und warum hast du dich ausgerechnet für die BTC Embedded Systems entschieden? Ja, also vor 2 Jahren, als ich zu BTC Embedded Systems gegangen bin, hat mich am meisten interessiert diese Kombination aus Forschung und Produktentwicklung. Das heißt, wir haben einerseits einen Forschungsbereich, der Ergebnisse aus der Hochschule aufgreift und auch Prototypen entwickelt. Und auf der anderen Seite gibt es die Produktentwicklung bei uns, und die ist dann dafür da, das entsprechend qualitativ hochwertig und nutzbar auch an den Kunden auszuliefern. Und das fand ich super spannend. Und sowas in Oldenburg zu haben oder in der Umgebung, in der Region, das hat mich halt gereizt. Ja, genau. Und bei dir, du bist vor 10 Jahren hier, vor 7 hier hingekommen, zu BTC Embedded Systems. Genau, meine Motivation war so ein bisschen von der anderen Richtung. Ich hatte viel Forschung, erst Studium, dann nochmal Forschung, Promotion, und wollte dann unbedingt erstmal was, soll gar nicht negativ klingen, was Handfestes machen, wo man direkt auch dem Kunden kurzfristig auch Mehrwerte liefert. Und deswegen war mir wichtig, in die Produktentwicklung zu gehen, und denn viele Sachen, die man dort macht, die auch einen Mehrwert erzeugen, da braucht man keine Rocket Science für. Ja? Und trotzdem ist es natürlich schön, wenn man so beide Seiten hat. Das heißt, es ist wie so ein i-Tüpfelchen. Das ist natürlich immer spannend, wenn man Abwechslung hat und nicht nur so kleine Features baut, sondern auch Innovationen. Ja, und das hat man bei uns. Ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt. Wie siehst du das? Ich finde auch. Was ich auch immer interessant finde, ist, die Probleme des Kunden auch wirklich zu verstehen. Und wie du schon sagst, manchmal sind das auch ganz einfache Lösungen, auf die man selber vielleicht, wenn man an Innovation denkt, gar nicht erst kommt. Aber das ist natürlich Teil der Produktentwicklung auf jeden Fall. Genau. Und ich finde, dass wir da einfach sehr gut aufgestellt sind mit unserer Pipeline, die einmal eben in der prototypischen Vorlaufforschung oder in der Forschung unterwegs ist, und auf der anderen Seite das dann eben mit natürlich enger Abstimmung in der Produktabteilung oder in der Produktentwicklung dann eben auch umgesetzt wird. Ne? Stimmt, wir haben teilweise sogar Komponenten aus der Forschungsabteilung, die immer noch weiterentwickelt werden, und haben deswegen auch einen sehr starken Austausch. Also es ist nicht so, wie die Forschungsabteilung lebt irgendwie daneben her. Genau. Aber du bist jetzt ja nun in der Produktentwicklung, deswegen sollten wir vielleicht da nochmal ein bisschen ein Augenmerk drauf legen. Und was machst du so? In welchem Arbeitsbereich? Welche Probleme versuchst du zu lösen? Was nutzt du so für Technologien? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen. Also ich arbeite im Moment im Bereich autonomes Fahren. Wir sind gerade dabei, ein Produkt zu entwickeln, welches autonom fahrende Fahrzeuge abtestet und am Ende dem TÜV die Möglichkeit geben soll, einen Stempel draufzulegen auf das System und zu sagen, okay, dieses System ist in der Lage, das Fahrzeug autonom zu fahren. Und da geht es um Fragen, wie kann ich Verkehrsszenarien eigentlich sinnvoll darstellen? Wie kann ich die Ergebnisse von diesen virtuellen Abfahrten nachher auswerten? Und wie komme ich da eigentlich zu einem Gesamtergebnis? Und warum ist das so schwierig? Bei autonom fahrenden Systemen fahren ja heute auch schon auf der Straße. Ja, Also keine autonom fahrenden Systeme, aber Autos halt. genau. Autos fahren, es gibt da unterschiedliche Stufen, wie autonom sie mittlerweile fahren können oder auch dürfen. Und da hört man ja immer mal wieder in der Presse, wenn da neue Meilensteine erreicht wurden. Und es ist eben so, dass so ein System natürlich sicherheitskritisch ist und dadurch auch eine entsprechende Testabsicherung stattfinden muss. Und im Bereich autonomes Fahren ist das eben nur möglich, indem man diese kritischen Verkehrsszenarien, Szenarien abfängt und eben sicherstellen kann, dass sich das Fahrzeug
entsprechend sicher verhält. Und das macht man normalerweise, kennst du wahrscheinlich, mit ganz normalen Fahrten, mit Realfahrten. Das ist aktuell bei autonomen fahrenden Systemen nicht mehr möglich. Und deswegen geht man da in die virtuelle Absicherung. Okay. Und in der Produktentwicklung, was baut ihr dann da jetzt so dafür? Lauter Frontends oder auch noch ein paar andere Sachen? Ja, also Frontend ist natürlich ein großes Thema. Es gibt eine Methodik, die dieses ganze Absichern untermauert. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, dass wir diese Methodik irgendwie greifbar machen. Das heißt, klar, Beschreibung einmal im Frontend dieser Verkehrsszenarien, aber am Ende auch eben Auswertung der abgefahrenen Verkehrssituationen, die dann eben virtuell stattfinden. Und das heißt, da fällt eine sehr große Menge an Daten an. Und die muss man natürlich am Ende aufbereiten und skalierbar auswerten, ganz klar. Deswegen sind wir gerade dabei, das in einer modernen Cloud-Anwendung umzusetzen. Ja, ich danke dir für den ganz kurzen Einblick. Wenn man mehr haben will, kann man sich gerne bei uns bewerben. Ich hoffe, du schaffst auch die 10 Jahre. Bin da aber sehr positiv. Hat auf jeden Fall bisher sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam es schaffen, in den nächsten Jahren dann eben auch ein Produkt zur Adressierung dieser Herausforderungen in dem Bereich autonom fahrender Systeme auf den Markt zu bringen. Dankeschön. Dankeschön, gerne.